Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir haben heute für euch eine Firma aus Schottland für euch, die unserer Meinung nach sehr interessante Produkte hat und deswegen wollen wir sie euch nicht vorenthalten und starten direkt mit diesem Messenger Bag. Die Rede ist von der Firma Storm oder Storm, wie man vielleicht drüben in Schottland sagt, ist eine Firma, die sich im EDC-Bereich spezialisiert hat, ist auch schon im Einsatz bei diversen Behörden, zum Beispiel bei der Firma Avon in Verbindung mit der Firma Schubert für die Maskentaschen, für die ABC-Schutzmasken und ist, denke ich, auch gerade hier, was die Taschen und Rucksäcke angeht, sicherlich super interessant für Undercover-Reisen oder diskreten Waffentransport. Die Firma fertigt aktuell in China und in Vietnam unter einer strengen Qualitätskontrolle. Das sehen wir hier auf jeden Fall bei der Auswahl der Materialien. Das ist alles super hochwertig. Wir haben hier Duraflex im Einsatz für die Hardware. Wir haben hier von der Firma SBS die Reißverschlüsse. Habe ich tatsächlich vorher noch nicht gehört. Wir haben in der Regel immer YKK, wenn es um Markenreißverschlüsse geht. Aber SBS ist, wie ich mir habe sagen lassen, auch ein super großer Player. Und wenn wir uns nachher mal die Reißverschlüsse anschauen, das ist echt spannend, weil die hier ein wasserdichtes Profil haben und die laufen echt super sauber. Ja, das habe ich bei den YKK-Reißverschlüssen bei dieser Art von Profil noch nicht gesehen, speziell wenn es auch um die Kurven geht, also wenn Rundungen mit einem wasserdichten Reißverschluss realisiert werden. Das kennt man bei YKK maximal bei einer Jacke, wo es wirklich immer nur gerade runter und hoch geht. Da funktioniert das gut, aber bei einer Rundung gibt es da in der Regel immer Probleme. Von daher sehr gute Auswahl. Auch beim Cordura hat man hier nicht das übliche günstige China-Cordura genommen, sondern das wirkt auch super wertig und nicht so glänzend, wie man das sonst kennt. Ist hier im Einsatz 1000D bei dieser Tasche. Muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Der Messenger Bag ist gedacht als EDC-Tasche für Reisen, fürs Fahrzeug, für das Flugzeug, für euer Büro, was auch immer ihr vorhabt, um eure täglichen Gegenstände sauber und komfortabel zu verstauen, zu organisieren und zu transportieren. Gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Da gucken wir uns gleich die Details an, wenn wir dann über die Tasche gehen. Der Messenger Bag von Storm hat eine Größe von 41 cm in der Breite oder in der Höhe, je nachdem, wie ihr ihn gerade hier vor euch stehen oder liegend habt. Dann habt ihr 31 cm in der Breite und die Tiefe ist bei 16 cm. Die Tasche hat ein Leergewicht von 1,8 Kilo. Das ist jetzt nicht gerade wenig, aber wenn ihr jetzt gleich euch die Vielfalt der Features anguckt, dann werdet ihr auch sehen und verstehen, warum das so ist. Und das ist unserer Meinung nach auch völlig in Ordnung, weil ich ja so eine Tasche auch nicht über mehrere Kilometer durch den Wald tragen möchte. Um die Tasche mitführen zu können, habt ihr verschiedene Tragemöglichkeiten. Das fängt natürlich einmal an mit regulären Tragegriffen. Das kennt man bei einer Tasche. Die hat in der Regel oben immer einen Griff. Und das war's. Da diese Tasche aber auch so vorgesehen ist, hochkant genutzt zu werden oder auch vielleicht mal hochkant abgestellt zu werden, hat man hier auch nochmal im oberen Bereich einen Griff. Also auch daran wurde gedacht, habe ich diese Möglichkeiten, über diese beiden Griffe zu arbeiten. Ich könnte sogar theoretisch die Rückseite verwenden als Griff, wenn ich das möchte. Wobei diese Schlaufe hier dafür gedacht ist, wenn ich mit dem Flieger unterwegs bin oder mit Koffern besser gesagt und hier an meinem Koffer an der Tragestange nochmal die Tasche fixieren möchte, weil ich sie gerade nicht über die Schulter hängen möchte, dann kann ich hier in die Schlaufe den Träger einhängen. Ja, dann ansonsten, Umhängetasche ist klar. Wir haben natürlich auch einen Gurt, wie schon gesagt, mit Duraflex-Verschlüssen. Die sind hier auch frei drehen. Das bedeutet, der Gurt kann jederzeit wieder zurückgedreht werden, wenn er sich verdreht hat und muss nicht umständlich wieder ausgefädelt, eingefädelt werden. Wir haben hier einen Schnellverschluss, um das Ganze auch schnell lösen zu können. Und das Ganze ist hier mit dreieckigen Stegen realisiert, damit das Ganze auch nicht verrutschen kann. Das heißt, ihr habt immer die Längsfläche unten am Gurtband und im oberen Bereich, wo der Haken eingehängt ist, die dreieckige Spitze. Taschen kennt man mit einem Tragegurt, ist für den einen oder anderen die super Lösung, für manche aber äußerst suboptimal, weil natürlich immer nur das ganze Gewicht auf einer Schulter liegt. Man kann natürlich den Gurt dann von der einen Schulter mal auf die andere legen, aber auf längere Zeit ist das unangenehm. Deswegen hat man hier bei diesem Messenger Bag auch noch reguläre Schulterträger mit untergebracht, die für den Rucksackmodus gedacht sind. Die sind hier hinter dem Rückenpolster verbaut.
kann man einfach hier herausziehen. Dann hat man schon mal die Schulterträger und im unteren Bereich ist natürlich dann entsprechend das passende Gegenstück. Einmal rausziehen und dann kann ich das Ganze hier miteinander verbinden, um den Rucksackmodus zu gewährleisten. Ihr seht, es geht auch super fix und schon kann ich den Messenger Bag wie einen Rucksack tragen. Auch hier nochmal ein Augenmerk auf die Hardware. Die Duraflex-Verschlüsse sind nicht einfache Fastex-Verschlüsse, wie man die kennt, die regulären 25 mm, sondern man hat auch hier geschaut, dass das möglichst alles flach und low profile untergebracht werden kann. Sprich, wenn ich hier die Gurte verstaue und hier eine große Backel hätte, dann würde die hier massiv auftragen und durch dieses schmale Profil kann man die super gut unterbringen. Natürlich hat man hier auch einen Brustgurt verbaut, der ist in der Höhe stufenlos verstellbar. Das heißt, ich habe hier eine Schiene zum Verschieben und kann dann hier entsprechend das Ganze hoch und runter setzen, so wie ich das brauche. Der Endbereich ist hier mit einem Stück Elastik ausgestattet, damit ich hier nicht ständig verstellen muss. Wenn ich meine Idealweite gefunden habe, kann hier jegliches Gurtband jederzeit mit Klett fixiert werden, was überschüssig ist. Und auch hier hat man keine Kosten gespart und hat nicht normales Klettband genommen, Haken und Flausch, sondern hat das One-Wrap Velcro genommen, um hier das Ganze auf sich selbst fixieren zu können. Und auch das ist super gewählt, weil die Hakenvariante sehr, sehr fein ist. Bedeutet, selbst wenn die mal exponiert ist und an Kleidung geraten könnte, wird mit diesem Hakenklett eure Kleidung nicht zerstört, weil das von der Haftkraft oder beziehungsweise Haftkraft ist ja gut, aber die Haken sind nicht so scharfkantig, wie man das von normalem Hakenklett kennt. Ja, dann schauen wir doch mal, wie die Organisation der Tasche aussieht. Die Tasche hat übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt, 24 Liter Volumen. Ihr habt ja schon die Größe gehabt, aber dass ihr auch noch mal seht, wie viel Liter da ungefähr reingehen. 24 Liter sind es. Im linken Bereich habt ihr das sogenannte Ökosystem untergebracht von Storm. Das besteht natürlich nicht nur aus dem, was ich euch jetzt zeigen werde, sondern da gibt es viele, viele andere Module, wie ihr schon hinter mir sehen könnt. Werden wir euch auch nochmal vorstellen, direkt im nächsten Video. Aber die Idee dahinter ist, dass ihr verschiedene Module habt, die ihr immer zwischen euren Taschen hin und her bauen könnt. Zum Beispiel dieses Modul, was auch hier beim Messenger Bag inklusive mit dabei ist. Das habt ihr dann auch hier bei den Rucksäcken gleich mit dabei. Bedeutet, hättet ihr einen Rucksack und den Messenger Bag, hättet ihr schon mal 2 von den Modulen, könnt ihr aber auch nochmal separat erwerben. Die lassen sich komplett entnehmen. Hier hat man auch nochmal aus Hyperlon eine Abziehhilfe, falls man mit den Fingern da nicht gescheit runterkommt. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal schön den feinen Hakenklett, damit ihr auch nochmal seht, dass der von der Scharfkantigkeit nicht so stark ist. Diese Module lassen sich jetzt natürlich individuell bestücken. Gerade wenn ihr mehrere habt, könnt ihr die für verschiedene Anwendungen vorbereiten. Das wäre jetzt hier mal so ein EDC-Werkzeug-Loadout. Bedeutet, ich habe hier ein paar Knicklichter reingepackt, Stifte. Hier habe ich ein Multitool in diesen elastischen Taschen. Hier unten in den Klettverschlusstaschen habe ich hier nochmal eine kleine Zange, meine Earpods. Und hier drüben habe ich nochmal entsprechend Kabel zum Laden untergebracht. Hier im Hauptbereich ist auch nochmal ein Zipper und in dieser Tasche ist dann auch nochmal mein Vera Toolkit. Da könnte man natürlich auch nochmal Blöcke reinpacken oder was euch da immer vorschwebt, was ihr noch unterbringen wollt. Hier auch schön zu sehen. Man kennt das vielleicht von anderen Systemen, wo der Rucksack komplett hell ausgekleidet ist, um besser Sachen sehen zu können. Hier hat man sich dafür entschieden, das Ganze eher edel und dunkel zu machen, aber für die notwendigen Sachen, wo ich auch schnell mal was sehen muss, so ein High-Vis-Orange zu nehmen, also sprich hier für den Reißverschluss zum Beispiel, dass ich immer genau weiß, da ist mein Reißverschluss, da komme ich oben schnell ran und muss nicht lange suchen, selbst im Dunkeln. Hier habe ich nochmal ein zweites Setup für euch vorbereitet, das wäre jetzt so eine Art IFAK, Erste-Hilfe-Tasche, sprich ich habe hier meinen Tourniquet, ich habe meine Schere, ich habe eine Dekompressionsladen, Tubus, ein Knicklicht, einen Stift. Hier unten kann man dann Gummihandschuhe unterbringen, hier ein bisschen Gase. Selbst eine kleine Israeli bekommt man hier unten rein, wenn man das möchte, mit ein bisschen Liebe. Und hier im Hauptbereich hat man dann nochmal die Möglichkeit, flache Gegenstände unterzubringen, wie zum Beispiel Chest Seals oder auch nochmal Patientenkarten, Schreibzeug
oder was immer sonst noch an flachen Gegenständen mitgeführt werden soll. Könnt ihr dann, wenn ihr zu Hause ein bisschen Klett habt, könnt ihr im Schrank euch die ganzen Module hinhängen und dann bei Bedarf eure Tasche oder euren Rucksack ganz individuell bestücken. Natürlich kann man, wenn man hier eine Flauschklettfläche hat, auch alles andere, was man an Modulen findet, nutzen. Entweder das, was ihr schon habt, oder ihr nutzt was von der Firma Storm. Haben wir hier hinten auch schon ein paar Module hängen. Die werden wir euch, wie gesagt, im nächsten Video im Detail zeigen. Können dann hier entsprechend platziert werden. Dafür habt ihr in der Tasche Flauschklett und dann auch nochmal im Hauptfach. Aber das zeigen wir euch, wenn es ans Hauptfach geht. Hier sind wir aber noch nicht fertig, sondern hier gibt es dann auch nochmal 2 elastische Einschubtaschen. Auch die sind wieder mit High-Vis-Reißverschlüssen markiert. Flache Gegenstände können hier untergebracht werden. Wieder Schreibzeug, Powerbank, Medikamenten, Blister, alles was euch so einfällt oder SD-Karten. Man hat hier auch bewusst versucht, den taktischen Look ein bisschen zu minimieren. Natürlich hat man hier immer noch Lasercut-Molle auf der Front. Ist jetzt nicht dafür gedacht, unbedingt nochmal Taschen und Taschen und Taschen aufzubauen, sondern eher vielleicht nochmal um Stifte reinzuschieben. Und tatsächlich sind wir auch der Meinung, dass gerade diese PAL-Schlaufen inzwischen im Alltag überall auch zu sehen sind. Und von daher wäre das jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, um die Tasche als taktisch Operator irgendwas zu identifizieren. Schauen wir uns die beiden Taschen daneben an. Da haben wir hier im oberen Bereich ein Hardshell, das ist oder ein Hardcase. Das ist so konzipiert, dass dort zum Beispiel Elektronik untergebracht werden kann, die sensibel ist wie Kopfhörer, Schalenkopfhörer oder eure Sonnenbrille. Da könnt ihr entweder ein Case nehmen, nochmal ein flaches, um die Sachen dann hier schneller zu organisieren und rauszunehmen. Ihr könnt sie aber auch, wie ich das jetzt mal ganz lieblos gemacht habe, hier eure Brille einfach in diesem elastischen High-Vis-Band hier am Ende unterbringen und rausnehmen. Tatsächlich habt ihr ja den Schutz gegeben durch die harte Schale, und wenn ihr die Gläser Richtung Klett nach hinten einlegt, dann werden die natürlich auch geschützt. Hier ist nämlich Flauschklett im Einsatz. Ansonsten habt ihr hier im vorderen Bereich auch nochmal einen Einschub mit einem elastischen Netz, wo ihr dann auch nochmal Gegenstände unterbringen könnt. Packt mal die Brillen gerade wieder rein, dann sind sie auch gut versorgt. Und ab dafür. Die Zipperpuls übrigens sind hier aus Hyperlon gefertigt, also auch wer sich mit der Materie ein bisschen auseinandergesetzt hat, ein chemieresistentes Material, was sich sehr gut anfasst. Immer, auch wenn Schweiß dran ist, lässt sich das Ganze gut greifen, reißfest und natürlich sehr leicht. So, hier im unteren Bereich wäre nochmal so ein typisches Organizerfach für den Schnellzugriff. Da habe ich jetzt meine Maus drin. Für die Laptops hinten hier vorne auch nochmal eine elastische Netztasche mit Reißverschluss. Da wären jetzt auch nochmal Medikamente drin. Und im hinteren Bereich nochmal verschieden große Einschübe. Ein etwas breiteres für Blöcke, Powerbänke und Co. Und dann nochmal 2 etwas schmälere, die von der Breite her für Multitools oder für ein bisschen Paracord oder ähnliche Gegenstände gut geeignet sind. Kommen wir zum Hauptfach. Wie es sich gehört, für ein EDC Messenger Bag muss man ja im tagtäglichen Leben immer dabei haben, eine Maschinenpistole. Natürlich nicht. Wir wollten einfach nur mal zeigen, was hier auch geht, also sprich gerade auch in Bezug auf die Behörden. Wenn ihr verdeckt arbeiten wollt, eine Kurzwaffe mit Magazin wäre überhaupt kein Problem, auch von der Länge hier eine MP7 passt hier problemlos rein. Für den normalen alltäglichen Gebrauch allerdings nehmen wir das Ganze einmal raus und da könnt ihr alles reinpacken, was ihr wollt. Dazu habt ihr hier Lasercut-Pulsschlaufen und entsprechend auch Flausch. Als kleine Besonderheit hier im Hauptfach ist die vordere Seite expandierbar. Bedeutet, jetzt aktuell ist das Ganze relativ schmal und kompakt. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel auf eine Reise geht und hier zum Beispiel eure Organizer habt für Sachen und wollt jetzt aber kein Aufgabegepäck mitnehmen im Flugzeug und wollt damit dann aber trotzdem noch ein paar Klamotten unterbringen, könnt ihr hier einfach den Bereich expandieren. Ich mache einmal das Hauptfach zu. Und dazu gibt es dann hier unten einen Reißverschluss.
um diesen Bereich aufzuziehen. Und damit gewinne ich dann hier im Hauptfach, wie man sehen kann, die doppelte Breite und kann dann da entsprechend auch Klamotten mit unterbringen. Dazu gibt es auch nochmal ein Modul, was man hier einsetzen kann, genau in diesem Bereich, aber das kommt dann auch im zweiten Video, wenn wir uns das Ökosystem anschauen. Jetzt haben wir aber natürlich noch ein weiteres Fach hier hinten dran. Und das ist für Laptops gedacht. Aber auch hier ist die Rückwand komplett einmal mit Flausch ausgestattet. Bedeutet, auch hier wäre ich in der Lage, mit einer Kurzwaffe zu arbeiten oder mit Organisern. Das Ganze kann ich so individuell gestalten, wie ich das brauche. Und das ist nicht nur auf der Außenwand so, sondern hier auch auf der Innenwand, wo der Laptop-Einschub ist. Und den hat man auch so gestaltet, dass das Ganze nicht nur für einen Laptop geeignet ist, sondern man hat in der Regel ja heute nicht nur einen Laptop dabei, sondern vielleicht auch nochmal ein Tablet oder 2 Laptops, wenn ihr verschiedene Jobs habt und verschiedene Geräte nutzen müsst. Das wäre dann hier auch durchaus realisierbar. Das Ganze wird hier einmal mit einem Klett und auch wieder mit Hyperlon verschlossen. Hier in dem Bereich habe ich den Laptop-Einschub, beziehungsweise das ist der Tablet-Einschub, der kleinere. Und hier im großen Bereich dann wäre dann der eigentliche Laptop-Einschub. Und auch hier wieder nochmal Klett und die Trennwand ist aus Neopren. Kommen wir zum Fazit. Der Storm Messenger Bag, der bietet alles, was man braucht, um im täglichen Leben voranzukommen. Und nicht nur das, denn wenn ihr undercover arbeiten müsst, hättet ihr auch mit diesem Rucksack bzw. Schrägstrich Messenger Bag die Möglichkeit, verdeckt eure Waffen zu tragen. Hier sollte einem nur bewusst sein, dass im Gegensatz zu den Rucksäcken die Reißverschlüsse nicht abschließbar sind, falls das ein Thema ist, wenn ihr in der Behörde unterwegs seid. Aber für einen schnellen Zugriff wäre das auf jeden Fall eine ideale Lösung. Und ansonsten für alle anderen, die das zivil nutzen wollen, ist es natürlich ein super Travel Bag für Handgepäck, um die nötigsten Gegenstände unterzubringen und bei Bedarf das Ganze nochmal aufzustocken und sogar dann Klamotten mit unterbringen zu können. Wir packen euch hier einmal den Link zu Storm direkt rein, dann könnt ihr mal auf der Homepage euch die anderen Produkte schon mal angucken, bis wir die nächsten Videos machen. Und in die Videobeschreibung packen wir euch die Händler, die Storm aktuell führen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht selber schon das eine oder andere Produkt von Storm in den Händen gehabt und euch selber von der Qualität überzeugen können? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.